ein brandneues Modell von Ahorn Camp. Franziska. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Wir sind in San Gimignano und ihr habt wirklich ein riesen Event organisiert. Und heute zeigst du uns den A640. Aber erstmal noch zu dir. Stell dich mal kurz vor, was genau machst du bei Ahorn Camp? Ja, ich bin Franziska und leite die Marketingabteilung und bin Mitglied der Geschäftsführung und freue mich, dass ihr heute hier seid bei unserem tollen Event, um eben unsere Modellpräsentation 2024 zu feiern. Wir haben nämlich sehr viel Neues mitgebracht, unsere komplette Camp- und Kanada-Modellserie überarbeitet, ein neues Design, ganz neues Konzept entwickelt und eben im Wohnmobilbereich dieses ganz neue Modell, der A640, was auch eine absolute Branchenneuheit ist. Also ich bin gespannt, es mir mit euch anzuschauen. Ja, also erstmal ein ganz, ganz großes Kompliment an euch für das Event, für die Organisation. Ihr habt ja wirklich voll aufgefahren. In der Toskana. Es ist also ja, Wahnsinn hier. Ja, also wir haben Händler da, wir haben ja ein sehr großes Renault-Händlernetz in Deutschland, da wir ja auf dem Renault Master aufbauen und im Van-Bereich auch auf dem Renault Traffic. Und die ganzen Händler kommen eben einmal im Jahr dann zusammen, um diese Modellneuheiten zu feiern, um über unsere Zusammenarbeit zu sprechen. Des Weiteren ist ja auch viel Presse vor Ort. Und wir schauen, dass wir hier viel Content produzieren für eben auch die Interessierten und die Kunden, damit die dann sich besser auch informieren können, was ist denn hier neu, was bringt die neue Saison und welche neuen Modelle haben wir entwickelt. Und wir haben tatsächlich auch ein Influencer-Event hier mit eingebaut in die 3 Tage mit Content-Creatern. Wir hatten gestern auch schon ein Outdoor-Cinema. Also langweilig wird es auf jeden Fall nicht. Ja, wir gehen später noch rüber, wir machen noch einen kleinen Rundgang, dann kannst du uns noch ein paar weitere Sehr Details gerne erzählen. Aber jetzt mal zu dem Fahrzeug. Wir haben hier einen Alkoven. Was ist neu? Das ist jetzt das 2024er Modell? Genau, 2024er Modell, 6,48 Meter, also ein sehr kompaktes Fahrzeug, aber ein unglaubliches Raumgefühl. Das werdet ihr gleich merken, wenn wir drin sind. Wir haben vor 2 Jahren schon den ACT 640 ganz neu präsentiert. Das ist quasi das Modell mit teileintegrierter Bauweise und jetzt eben auf vielfachen Kundenwunsch nun das ganze Modell mit einem Alkoven konzipiert, was einfach nochmal eine weitere Stehhöhe mit sich bringt, ein bisschen größeren Schlafbereich oben im Alkoven, um das ganze Fahrzeug dann eben auch familientauglich zu machen. Und das Besondere ist eben die große Küche, der große Bereich, Schrankbereich und Badbereich im Hintergrund, im Heck. Trotzdem aber die große Garage für 6,48 Meter, also ein absolutes Raumwunder. Super, dann gehen wir mal erstmal außen rum. Wir haben schon bei dem anderen Fahrzeug, wir haben schon ein Video gedreht und haben gelernt, ihr habt eine ganz neue Optik, so eine coole 3D-Optik erstmals. Das macht die 2024er Modelle aus. Absolut, also da haben wir uns was ganz Neues einfallen lassen dieses Jahr, um hier ein bisschen eine besondere Optik mit reinzubringen. Hatten auch ein bisschen einen Carbon-Touch und das seht ihr auch direkt hier. Ansonsten aber weiterhin für unsere Camp-Serie die charakteristische blaue Farbe mit den silbernen und weißen Elementen, was einfach den absoluten Wiedererkennungswert bringt. Und unser Ahornblatt, was man natürlich auf den Straßen auch immer häufiger sieht, da wir ja auch eine sehr große Vermietflotte haben. Ja. Dieses Jahr tatsächlich knapp 500 Fahrzeuge in der Vermietung. Und so sind eben die Ahorn Camp Fahrzeuge immer mehr auf den Straßen zu sehen. Und wer das Ahornblatt sieht, weiß direkt Bescheid. Wenn wir schon hier außen sind, du siehst ja auch die Fenster. Die haben wir neu konzipiert. Die liegen jetzt nochmal auch ein bisschen schlanker an, haben nochmal eine ganz andere Aerodynamik und von innen sieht man dann auch, wie wir die innen auch verkleidet haben. Fenster eben auch immer ein wichtiger Qualitätsmerkmal, da die ja eben auch einen hohen Sicherheitsstandard haben. Natürlich. Und die Heckgarage, ist die offen? Ist das Fahrzeug aufgesperrt? Schauen wir mal. Ah, haben wir nicht. Machen wir gleich nochmal zum Schluss einmal durch. Gut. Und dann. Du kannst aber wahrscheinlich auch von innen reinkommen. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Video mit dem anderen. Ja, gibt es einen Durchgang zur Garage, zur Heckgarage? Hier in dem Fahrzeug gibt es einen kleinen Durchgang, ja. Also Ahorn 640. Von hinten ja auch nochmal die Beklebung. Die Rückseite, die Rückleuchten sind gleich geblieben gegenüber zum Vormodell, oder? Genau, gegenüber zum Vormodell sind die gleich geblieben. Die haben wir vor 2 Jahren auch neu konzipiert. Und wir arbeiten immer so, das was bewährt ist, wo wir wissen, das kommt bei den Kunden gut an. Wir bekommen ja auch sehr viel Feedback von unseren Händlern und sind zum einen eben nah dran
auf den Messen, an dem Endkunden durch unsere eigene Niederlassung, aber eben auch sehr nah dran an der Produktion. Und so schauen wir eben immer, dass die bewährten Konzepte auch beibehalten werden, natürlich immer ein bisschen optimiert. Und wenn wir frischen Wind reinbringen durch Design, durch Optik, durch innovative, funktionale Aspekte, wird das quasi nochmal erweitert, aber unsere bewährten Grundrisse, die eben auch im Markt schon bekannt sind, die bleiben die Basis für den Erfolg. Aber ihr habt natürlich auch, ihr lernt dazu und hört den Kunden und Fans auch zu. Und es gibt, habe ich in der Präsentation gesehen, nun auch ein paar neuere Grundrisse, ne? Ja, genau. Wie zum Beispiel eben dieser Alkoven 640 und im Van-Bereich, was wir uns später auch nochmal anschauen, haben wir auch ganz neue Grundrisse entwickelt. Da tut sich ja sehr viel, gerade im Van-Bereich haben wir einen enormen Zuspruch in der Branche, gerade auch von der jungen Zielgruppe, aber natürlich auch ältere Menschen, die einfach kompakt reisen wollen, die vielleicht auch schon mal ein Wohnmobil hatten und dann sagen, okay, die Kinder sind aus dem Haus, wir wollen vielleicht wieder ein bisschen flexibler werden, ein bisschen kompakter reisen. Und auch für diese Zielgruppe ist so ein Van natürlich optimal, um flexibel zu sein, schnell auch mal den Ort zu wechseln, aber trotzdem eben Küche, Bad, Schrank, alles dabei zu haben. Ja, alles, was Aber gerade in dem Markt tut sich eben sehr viel. Das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum wir gerade im Campervan-Bereich dieses Jahr auch noch mal viele Neuheiten präsentieren. Und wir haben wie immer bei euch ein Renault-Chassis. Ihr arbeitet nur mit Renault zusammen, oder? Genau, wir arbeiten nur mit Renault. In unserer 30-jährigen Firmengeschichte hatten wir tatsächlich querbeet schon mal alle Chassis durch und haben aber das Renault-Chassis eben sehr schätzen gelernt. Es hat eine niedrige Pannenstatistik und wir sind eben auch die einzigen auf dem Markt, die so ein großes Renault-Händlernetz haben. Wir arbeiten eben mit diesen Renault-Autohäusern zusammen und bieten so auch eine Symbiose zwischen Autoverkauf und aber auch Wohnmobilverkauf. Das heißt, der Kunde kann bei dem Renault-Händler sein Chassis in die Inspektion bringen und gleichzeitig aber auch Zubehör anbauen lassen, gleichzeitig den Aufbau kontrollieren lassen. Und das ist wirklich eine ganz besondere Komfort, der dadurch dann dem Kunden entsteht, dass er wirklich alles aus einer Hand hat. Und das sind auch einige der Gründe, warum wir uns für Renault entschieden haben. Und es ist auch einfach wunderbar zu fahren. Selbst als Einsteiger kommt man da eigentlich recht schnell rein. Hören wir auch immer in der Vermietung. Also gerade Kunden, die vielleicht auch zum ersten Mal so ein Fahrzeug fahren, die sind teilweise sehr überrascht, wie gut man da dann auch in das Fahrerlebnis reinkommt. Oh, wow. Ja, hier haben wir der Florian ist schon mittendrin, hat schon alle Highlights entdeckt. ein riesiges Raumgefühl. Also hätte ich nicht erwartet. Ja, hätte man von draußen auf 6,48 Meter nicht erwartet, oder? Wie viel Platz es hier gibt. Wahnsinn. Und Sehr cool. das Ganze ergibt sich eben auch durch die schlauen Lösungen, die eben sehr platzsparend sind. Also wir haben hier den Tisch, den kann ich gerne noch einmal aufklappen. Der ist nämlich jetzt eher im platzsparenden Modus. Und den kann man einmal aufklappen, eben dann auch verschieben. Da ist jetzt noch die Sicherheitsfolie drauf, um dann eben hier auch einen großen Essbereich zu haben. Und es ist eigentlich fast wie im Wohnzimmer. Also hier kann man auch bei schlechtem Wetter tatsächlich sehr gut entspannen. Und diese neue Oberfläche ist auch eine absolute Neuheit von unserer Modellsaison 2023. Kennt der ein oder andere vielleicht hier eher den helleren Marmorton. Wir haben dieses Jahr jetzt einen gedeckteren Marmorton gewählt, um eben auch das Zusammenspiel mit den Kunstlederapplikationen, dem hellgrauen Stoff, den neu gesteppten Polstern zu ermöglichen und so nochmal ein ganz anderes Raumgefühl zu bieten. Wir haben dieses Jahr uns auch mal tatsächlich ein bisschen an Farbe wieder getraut, aber dennoch bleibt unser Konzept weiterhin helles, freundliches Interieur, was aber auch Klarheit schafft, sodass der Kunde sich natürlich dann selbst auch ausleben kann, seine eigene Dekoration mitbringen kann und wir mit Ahorn einfach eine sehr solide, gute Grundlage bieten, um dann eben auch seine individuellen Designansprüche ausleben zu können. Ja. Und wir haben hier dieses Jahr auch wieder ein zeitloses Design geschaffen. Ja, gefällt mir sehr gut. Wie groß ist denn das Bett? Das Bett ist 1,40 breit und hat eben rechts auch noch das Fenster mit drin, klassischerweise. Um ein bisschen Frischluft oder Ausblick zu ermöglichen. Genau. Kann man das Bett auch ein bisschen hochklappen? Ja, genau, das würde ich euch auch sehr gern zeigen. Da würde ich mich einmal kurz dran vorbeimogeln. Das ist nämlich ein hochklappbares Alkoven. Hier seht ihr auch nochmal die Einrastpunkte für die Leiter. Das heißt, tagsüber habt ihr quasi gar kein Festbett, was euch wirklich stört, denn ihr könnt hier nämlich einfach das Alkoven hochklappen und habt hier nochmal die absolute Stehhöhe. Also man sieht, ich bin
1,74 groß und habe noch jede Menge Luft nach oben. Und dieses Alkoven ist eben hydraulisch hochklappbar. Das heißt, es geht ganz einfach. Man kann hier tagsüber dann auch einfach die Bettwäsche drin lassen. Wir haben hinten auch nochmal neue Leseleuchten entwickelt. Man sieht hier auch immer diese charakteristischen matt-schwarzen Akzente. Die haben wir auch hier bei den kompletten Möbelkomponenten. Und das Ganze kommt eben aus einem moderneren Einrichtungsstil. Wir haben uns da teilweise auch von dem Vanlife inspirieren lassen, von Interior-Trends, die auch gerade in Hotels oder auch bei Wohnungseinrichtungen dieses Jahr einfach sehr aktuell sind, um auch den Ansprüchen von 2024 hier absolut gerecht zu werden. Und ihr seht auch hier oben haben wir nochmal eine Matratze auch mit drin und sogar eine Ablagemöglichkeit für Bücher. Ja, super. Also sehr geräumig. Aber das ist das einzige Bett. Oder kann ich zum Beispiel hier auch noch irgendwie Polsterflächen nachrüsten, dass man hier auch noch eine Schlaffläche... Genau. Das ist direkt der springende Punkt hier vorne in dem Bereich. Denn hier kann man nochmal ein großes Bett auch aufbauen. Also ihr seht, die Sofaecke ist wirklich sehr breit, sodass man hier dann auch nochmal ein 1,40 Bett tatsächlich hat. Dafür wird einfach nur der Tisch abgesenkt. Wir haben hier nämlich auch die Klappe. Die wird genutzt, um den Tisch abzusenken. Wenn du schon hier unten bist, siehst du nämlich auch die ganzen anderen Einrastpunkte, um hier tatsächlich den Tisch zu bewegen in die Position, in der man ihn braucht. Und die Polster sind auch im Lieferumfang enthalten. Also das Fahrzeug kommt standardmäßig mit 4 Schlafplätzen und 4 Sitzplätzen. Natürlich im vorderen Bereich die Chassis. Und hier in diesem Bereich können wir dann die Polster eben einmal, übrigens auch ein ganz tolles Feature, was wir entwickelt haben. Wie du hier siehst, es ist nicht mit Klettverschluss gemacht, was irgendwie sich abnutzen kann oder abreißt, sondern es ist hier so ein Klickmechanismus. Ich klicke einmal hoch, das heißt, es sitzt wirklich fest, ganz unkompliziert und so kann ich die Polster dann eben auch sehr gut arretieren. Super. Und wir haben hier dann eben nochmal die Möglichkeit, die Lehne einfach hochzuklappen. Die Polster dafür sind alle im Lieferumfang enthalten. Und hier sieht man auch schon den Gurt, sodass man dann hier auch nochmal 2 vollwertige Sitzplätze umsetzen kann. Das heißt, du würdest sagen, welche Zielgruppe wäre damit abgedeckt? Familie mit Kind? Also, oder ein Pärchen? Ja, also klassischerweise ist der ACT 640, also die teilintegrierte Version, immer sehr gut angekommen bei Paaren. Auch schon, ich sag mal, etwas älteren Alters, die einfach gewisse Komfortansprüche haben. Aber durch den Alkoven jetzt ist das Fahrzeug eben auch familientauglich. Das heißt, nicht nur das Paar, sondern tatsächlich dann auch mit der Familie kann hier eigentlich dann auch einen wunderschönen Urlaub verbringen. Und wenn wir schon hier an der Seite sind, kann ich euch direkt auch nochmal die Innenverkleidung von den Fenstern zeigen. Die ist nämlich auch neu dieses Jahr. Das heißt, wir haben hier keine störenden Kanten und das Fenster fügt sich in das Interieur noch mal ein bisschen angenehmer ein als im letzten Jahr. Und altbewährt die Möglichkeit, das Fenster eben auch zu verstellen. Ja, bei den Temperaturen ist es, die Materialien leiden natürlich auch. Man sieht es eventuell auf dem Video, also uns ist ganz schön warm, aber für die Nutzer nehmen wir das natürlich in Kauf und wollen die ganzen Neuheiten hier auch präsentieren. Aber wie gesagt, klassisches Camperfenster einfach einmal komplett hochstellen oder dann eben wieder hier oben arretieren und man kann es dann auch einfach wieder schließen. Und Fliegengittertür. Also einmal Rollo, Abdunklung, Fliegengittertür und Vorhänge haben wir auch. Für alles gesorgt. Genau. Was ihr auch neu habt, ist das Push-Lock-System und die indirekte Beleuchtung, richtig? Ja, das ist richtig. Die Beleuchtung haben wir eigentlich komplett neu konzipiert. Also du siehst eigentlich auch an allen Ecken, dass es immer indirekte Beleuchtungselemente gibt, zum Beispiel hier oben oder auch hier bei der Einstiegshilfe, wo wir dieses Jahr auch neu den Spiegel integriert haben. Und bei unseren noch größeren Modellen, Kanada, da schauen wir uns das später auch nochmal an, da gibt es nämlich auch nochmal Querstreben hier oben. Und in diesem Modell haben wir hier nochmal ein großes Bedienpanel, um hier oben dann auch nochmal eine zusätzliche Lichtquelle zu bieten. Ja, ich mache mal einen Schrank auf. Also massig Platz ist auch auf jeden Fall vorhanden. Und dann gehen wir auch schon über zur Küche. Du hast es schon versprochen, wir haben einen sehr, sehr großen Küchenbereich hier. Ja, genau. Also wir haben 3 Kochflächen auch mit Piezo-Zündung hier. Das wird auch alles von uns, von Markenherstellern, sorgfältig ausgewählt und angeliefert.
Hier dann eben auch die platzsparende Kochnische mit dann eben auch dem Spülbecken. Und die ganzen Abdeckungen sind auch pulverbeschichtet, sodass sie eben dann auch recht kratzresistent sind und hier dann eben auch nochmal eine gute Möglichkeit bieten, das Abendessen vorzubereiten, was man dann auch eben in dem großen Essbereich dann auch genießen kann. Und ein neues Element dieses Jahr haben wir hier in der Küche positioniert. Hat vor allem eben Designaspekte, aber hier dann auch nochmal die Ablagemöglichkeit für Geschirrtücher, für Pfannenwender, damit dann eben alles auch verstaut ist. Und genau nochmal, um zu den Klappen zu kommen, also ich glaube, da haben wir echt eine riesen Arbeit geleistet dieses Jahr. Zum einen natürlich den Pushlock, den du schon super gezeigt hast, aber auch die Hydraulik, die ja wirklich ganz reibungslos funktioniert. Und die Klappen halten dann tatsächlich auch über der Wand an. Sodass hier dann eben auch keine Kratzer entstehen. Und hier in dem Bereich haben wir die komplette Verkleidung. Das heißt, hier besteht auch absolut keine Verletzungsgefahr und man kann eben alles recht sicher hier hinten dann auch verstauen. Und gegenüber der letzten Saison haben wir da schon echt große Entwicklungen hingelegt, gerade was diese Klappen angehen, weil das ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt von so einem Fahrzeug. Stauraum, wo bringt man seine ganzen Sachen unter? Man möchte ja dann doch einiges mitnehmen und dass man dann hier in den Klappen das Ganze auch sicher verstauen kann, aber eben auch bedienerfreundlich, ist einfach ein sehr wichtiges Merkmal dieser Saison. Ja, sehr gut. Und hier, das ist aber auch neu, oder? Es ist so eine Art Zentralverriegelung, mit der ich das einfach mit einem Mal abriegeln kann. Das ist auch schon dabei, Besteckfächer und so? Das ist dabei, genau. Also genauso wie du es hier siehst. Das Handy ist nicht dabei. Das ist dein. Machen wir gerade auf. Noch einmal entriegeln. Ja. So ist es dann entriegelt. Und hier hat man eben auch nochmal Platz für höhere Töpfe. Die kann man da tatsächlich alle unterbringen. Optimal gelöst. Gas, Wasserinstallation natürlich auch alles vorhanden, da wir hier auch ein komplett vollwertiges Bad haben, komplett vollwertige Küche. Und du hast eben schon gezeigt, wir haben hier eben diese Verriegelung. Einfach einmal umgedreht, die Schubladen sind verriegelt und man kann losfahren. Genau. Und wenn man die eben wieder benutzen möchte, dann nutzt man einfach diese Verriegelung. Das ist auch eine große Verbesserung zum letzten Jahr. Und da haben sich die Entwickler wieder einiges einfallen lassen. Wie groß ist euer Entwicklerteam? Oder also wir arbeiten ja mit mit einem Produktionswerk zusammen hier in der Toskana. Die arbeiten da sehr intensiv in der Entwicklung. Also es sind so 5, 6 Personen, die sich vor allem um die Konzeption kümmern. Und wir in Speyer, also bei Ahoncamp, wir haben gerade in so einer Entwicklung von der neuen Modellsaison eben regelmäßig Termine, wo wir Stück für Stück die einzelnen Stoffe auswählen, wo wir natürlich auch den Input geben, was die Grundrisse angeht. Wir haben tatsächlich jetzt auch schon Ideen für die nächste Modellsaison. Das heißt, das ist einfach ein kontinuierlicher Prozess. Und da kommt von uns, von Ahoncamp, vor allem natürlich auch das Wissen über den Endkunden und die Wünsche der Endkunden mit rein. Weiter geht's. Du hast gesagt, du möchtest uns unbedingt noch den großen Kühlschrank zeigen. Genau. Und du stehst auch direkt perfekt, um hier einmal einen Einblick zu bekommen. Ist natürlich noch alles ganz neu eingepackt. Das Fahrzeug kommt frisch aus der Produktion. Und wir haben hier oben sogar noch mal einen Gefrierschrank mit drin. Tatsächlich beachtlich für so ein kurzes Fahrzeug. Also da passt einiges rein. Das heißt, die Eiszufuhr ist auf jeden Fall gesichert für den Urlaub. Die ist safe. Und hier unten hast du noch mal einen größeren Bereich, den du einfach rausschieben kannst. Das würde sich zum Beispiel anbieten dann auch für Flaschen oder ein bisschen größere Boxen, die dann hier auch ganz einfach unterzubringen sind. Aber das ist auch ein Kühlfach, auch ne? Kühlfach. Kein Gefrierfach. Nee, genau. Hier oben Gefrierfach und ein Kühlfach. Und so hat man dann eigentlich auch alles dabei. Ja, dann haben wir hier das Badezimmer, da habe ich schon gezeigt, es gibt eine Schiebetür, mit der man das abtrennen kann vom Wohnraum, sage ich mal. Und das Bad ist ja auch riesig. Dadurch, dass wir eben kein Heckbett haben in diesem Fahrzeug, schon auch ein sehr ungewöhnlicher Grundriss, haben wir hier die Möglichkeit, ein sehr großes Badezimmer einzubauen und eben im Heck dann auch noch der große Schrankbereich. Den können wir einmal kurz öffnen. Oh ja, also da sind auch die Polster. Genau, da sind direkt die Polster, ja. Das Bett nutzen kann. Ja, wir haben nicht nur, man kann hier mehrmals verstauen, also einmal hier in den Seitenbereichen und dann hat man auch noch mal Schubladen, in die man... also fast wie im Kleiderschrank zu Hause. Genau, und ich sehe auch, da hinten sind auch Stangen, wo man
Kleider aufhängen kann, falls man mal was hat, was man nicht unbedingt falten will, sondern was hängen muss. Noch eine Schublade. Also großes Kompliment. Ich finde den Grundriss cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, wie du schon gesagt hast, der ist jetzt ganz neu. Den gibt es so noch nicht auf dem Markt. Gibt es noch nicht auf dem Markt. Gerade im Alkovenbereich sind wir eben auch sehr stark bei Auchan. Wir haben natürlich auch eine breite teilintegrierte Modellpalette, aber viele Hersteller haben Stück für Stück Alkovenmodelle aus ihrem Konzept rausgenommen. Aber wir merken, dass so ein Alkovenmodell tatsächlich absolut auch zukunftsträchtig ist, gerade auch für Familien, für größere Menschen, um dann eben auch die Stehhöhe zu nutzen. Und deswegen bauen wir da tatsächlich auch regelmäßig darauf auf. Und wenn du schon hier stehst, können wir vielleicht auch noch mal den Eingang zur Garage zeigen. Ja, warte, ich gehe mal noch rüber in die Dusche. Die Ja, ist genau. nämlich auch richtig geräumig und richtig hoch. Also ich bin 1,75 und sogar größere Personen, würde ich sagen, bis 1,90 können hier locker duschen, ohne sich den Kopf zu stoßen. Also ja, super gemacht. Und hier geht's rüber zur Heckgarage. Ja, genau. Einfach einmal aufschieben. Oh ja, man sieht, da ist Platz. So ein Fahrrad passt da sicher auch rein, oder? Ja. 1, 2, wenn man die eng stellt. Oder wir haben schon beim anderen Modell gesagt, wenn man ein Haustier hat, kann man da natürlich auch so ein kleines Hundeparadies Ja, einrichten, das ne? hören wir auch immer viel von Kunden, die dann da Das- eben so eine Hundeecke einrichten. Und mit der Klappe zum Wohnraum bietet sich das natürlich auch an. Dann ist auch noch die Leiter drin, die man braucht, um aufs Bett zu steigen. Noch ein paar Polster. Und direkt über dir haben wir auch wieder eine der Heki-Dachluken. Auch ein sehr hochqualitatives Markenprodukt. Einmal mit dem Rollo, von der anderen Seite die Fliegengittertür, um zusätzliche Luft- und Lichtzufuhr zu gewährleisten. Und die lässt sich dann eben auch in mehrere Stufen verstellen. Cool. Und auch wieder arretieren, wie man sieht. Wo liegen wir denn preislich? Kannst du uns das schon verraten? Da können wir uns gleich nochmal die Preisliste anschauen. Und da zeige ich euch dann auch nochmal, wo wir hier preislich liegen. Wir sind jetzt noch mal draußen. Du hast den Preis recherchiert. Wo liegt der ungefähr? Genau, also dieses Modell hat einen Grundpreis von 58.600 €. Und wir bieten eine umfangreiche Zubehör, Ausstattungsliste, Optionen-Ausstattungsliste. Da kann man sich das Fahrzeug dann auch individuell konfigurieren. Und dann kommen natürlich auch noch so Ausstattungsvarianten, die wir empfehlen dazu. Eine Markise beispielsweise, das Renault Chassis-Paket. Da haben wir eben einen sehr umfangreichen Zubehörkatalog auch konzipiert, damit jeder Kunde da auch das passende Zubehör für seine Ansprüche eben auch findet. Und beispielsweise auch ein neues Smart Home System, was wir eben auch in diesem Fahrzeug anbieten. Also das Remotion-System. Genau, das wir richtig. angeboten. Ja, cool. Also nochmal Verweis auf das Video, da gibt es noch ein Video zu. Und ja, wer sich das Fahrzeug anschauen möchte, wo kann er das machen? Also zum einen natürlich in unserer Niederlassung, Speyer, Frankfurt, Dietzenbach und Mülheim an der Ruhr bei Düsseldorf. Und wir werden das Fahrzeug auch auf dem Caravansalon in Düsseldorf präsentieren. Das ist die größte Branchenmesse immer Ende August, Anfang September, 10 Tage. Da lohnt es sich auf jeden Fall vorbeizukommen und sich das Fahrzeug dann auch direkt live anzuschauen. Super, dann vielen Dank für das Interview und Danke. viel Spaß noch auf der Veranstaltung und viel Erfolg. Dankeschön.